Adventure Southside. Und wenn irgendwas hier so attraktiv ist, dass jeder stehen bleibt und hinschaut, dann ist es dieser Iveco Daily 4x4. Hier ist Benjamin. Grüß dich, Benjamin. Ja, hallo. Benjamin, das ist die Kiste, die oben drauf ist und der Innenausbau. Ihr habt nämlich dem Wagen einen unglaublichen Raum gelassen, ja? Du hast viel Platz im Innenraum. Genau. Das Besondere ist, dass wir ein Parallelhubdach haben, was elektrisch hochfährt. Wir haben 30 mm Wände, also einen gut isolierten Schlafraum oben, ein Bett mit 1,40 Meter auf 2 Meter, Schränke im Heckbereich, müssen nichts umbauen zum Schlafen, haben Heizung oben drin, Fußbodenheizung im unteren Bereich. Ja, ein gigantisches Raumgefühl und das auch bei einer Fahrzeuglänge von 6,5 Meter mit der Staukiste hinten dran 6,50 Meter. Benjamin, komm mal gerade mit. Wir erklären mal ganz kurz das Basisfahrzeug. Das ist hochgradig geländegängig ab Werk. Das bedeutet, die Armee fährt damit rum in Italien, in der Schweiz und so weiter. Wirklich ein tolles Fahrzeug. Wenn man denn im Moment eins kriegt, ein 4x4, das ist ein bisschen schwierig, aber ihr liefert das Fahrzeug fix und fertig, oder? Auf Wunsch. Genau, wir haben mehrere Slots reserviert. Wir haben die Fahrzeuge, die kommen alle paar Monate, bekommen wir einen neuen Iveco. Hat einen genialen Allrad mit allen Sperren drin und wird von uns dann so umgebaut, wie er jetzt da steht. Da muss man gar nicht mehr viel machen ab Werk. Also wie der ist. Der Innenraum ist ein bisschen undankbar, aber ihr habt die Möbel so angepasst, dass es gut funktioniert, weil er neigt sich natürlich in alle Richtungen, so ein bisschen wie der Sprinter, weil er sieht groß aus, aber es bleibt nicht mehr viel übrig. Da muss man im Möbelbau sehr, sehr flexibel sein, oder? Ja, genau. Da zahlt sich natürlich das Konzept aus mit wenig Umbauen. Wir haben eine gigantische Küche, wir müssen gleich mal reinschauen. Ich zeig's mal gerade, also Preis, der drauf ist, 220.000, 248.000. Was ist XL und XXL? Sind das verschiedene Größen? Ja, wir können einmal mit Strom kochen und backen oder wir kochen mit Gas und einfach wegen der Batteriekapazität, Batteriekosten, Heizungstechnik ist es einmal eine teurere Variante mit Wasserfußbodenheizung oder eine günstigere mit Luftgasheizung. Das heißt also, wenn ich jetzt schon so viel ausgebe, dann macht sie 20.000 € auch nicht mehr aus. Ja. Was wird am meisten verkauft bei euch? Ganz klar Wasser. Wasserheizung, also mit elektrisch kochen, Wasserfußbodenheizung. So, der kommt übrigens schon so. Der hat die Rockslider schon mit dabei, mit Einstiegshilfe. Das Fahrzeug selber ist wirklich ein Traum. Ihr habt den wahrscheinlich hier mit der Hayamatic, da steht es auch, 180 PS Motor mit drin. Was ziemlich cool ist, sind Assistenzsysteme bei dem anderen. Die gibt es hier noch nicht bei dem Allrad. Aber du hast wirklich ein Fahrzeug, was du in Europa zumindest servitiert kriegst ohne Ende. Überall, oder? Ja, genau. Also Iveco ist ja gut vertreten überall. Und es fährt sich halt fast wie ein PKW. Die neue Automatik, 180 PS, ein geniales Auto. Ja, man muss sagen, allein das Basisfahrzeug kostet schon an die 90.000, wie es hier steht. Ja. Denn wenn jetzt Leute kommen und sagen, oh, 220.000, da steckt unglaublich viel Arbeit drin. Wie viele Fahrzeuge macht ihr in einem Jahr? Das ist unser erstes Serienfahrzeug, unser Prototyp noch. Also wir sind gerade am Anfang damit. Okay, da komme ich ja gerade richtig. Genau. Das Interessante ist auch, es fällt kaum auf, das Dach, hättest du die Möglichkeit, das mal zu senken gleich mal zum Zeigen, wie tief es runterkommt? Natürlich. Können wir gleich mal machen. Ja. So, unterwegs in Europa, wie ist der Name von eurer Firma? Wie heißt das? Alustar. Alustar. Ja, Alustar. Uns gibt es seit vielen Jahren, seit 27 Jahren. Das ist inzwischen schon ein Kundenfahrzeug, deshalb schon mit Sticker drauf. Die sind schon mehrere Monate unterwegs und sind jetzt für die Messe nochmal zurückgekommen. Ja, die sind, ich sag mal, ziemlich zufrieden oder gab es da ein paar Kinderkrankheiten? Die sind zufrieden. Unser Ansatz ist, dass unsere Kunden zufrieden sind. Weil das ist ja so, ich sag mal, so ein Parallelhubdach und so weiter, das sind wahrscheinlich Stellmotoren drin, die synchron laufen, oder wie funktioniert das? Genau, so Linearaktuatoren, also lineare Motoren, die elektrisch ausfahren und einfahren. Eigentlich eine ganz simple Technik, aber sie muss gut funktionieren. Die müssen ja alle, aber das System ist klasse, das heißt, du hast eine Isolierung, du schläfst auf dem Dach, du steigst von innen rein? Genau, über die Möbel, wir steigen gleich mal rein und zeigen alles. Ganz kurz die Box, was ist da drin, üblicherweise? Das Voluminöse, wie Stühle, Tische, Auffahrkeil. Da darf ich da mal reingucken, die Box? Mal kurz mal schauen. Da zahlt sich der Hocker aus. Ich guck mal gerade. Ist wahrscheinlich abgeschlossen, ne? Ist nicht schlimm. Nicht traurig. Ich zeig mal, Daily 4x4 Hayamatic, die ist hier vorne drin. Es ist so, die Leute bleiben stehen, die können es kaum glauben. Haben die denn verstanden, was da oben drauf ist zunächst? Oder gucken die erstmal komisch? Ja, weiß ich gar nicht. Also eigentlich schon, ne? Ja. Ist ein Dach, man kann drin schlafen. Also sie haben schon, ja, es ist ein Eyecatcher. Und dann erklären wir natürlich, was es ist. Und
es gibt es halt noch nicht auf dem Markt so in der Form. Das ist richtig schön, der Einstieg. Ihr habt viel Platz gelassen. Üblicherweise ist ja bei Kastenwagen ja hier die Kochgruppe an der Seite, die macht alles zu, aber das hier ist ganz, ganz offen gehalten. Genau, wir haben ein tolles Raumgefühl, da gehen wir gerade mal rein. Gerne. So, ich steige mal gerade ein. Da ist so ein ganz kleiner Schemel ist mit dabei. Hier kannst du dich dann abstützen. Und ich gehe jetzt auch mal kurz rein. Dann habt ihr hier so eine Schiffsbodenoptik mit drin. Hast du ein bisschen Licht für mich? Ganz kleines bisschen. Die Batterie noch voll ist. Jawohl. So, das heißt, indirekte Beleuchtung ist hier mit drin. Ihr habt weiße Möbel. Dann oben hier, das sieht aus wie Bambus. Genau, wir haben oben Bambus. Seitlich ist Filz. Auch wieder Bambus zurück in den Details. Wir bauen mit Kunststoffwabenplatten, damit wir einfach Gewicht sparen. Haben ganz normale, ordentliche Auszüge. Verriegeln auch, also was halt während der Fahrt wichtig ist. Und am Boden schön Holzboden, Echtholz geölt. Und darunter eine Wasserfußbodenheizung. Eine ganz blöde Frage. Ist das hier 3,5 Tonnen noch? Nee. 4,5 Tonnen und 1 Tonne Zuladung. 1 Tonne Zuladung. Also richtig viel Reserven und ich sag mal so, das macht dem Auto hier gar nichts aus. Es gibt die Fahrzeuge ja teilweise auch mit 7,2 Tonnen mit einem ähnlichen Motor. Ja. Ich glaube, der geht wie Schmitz Katze, oder? Mit der Motorisierung. Genau, die 180 PS, die machen Spaß. So, die Inneneinrichtung, was kann ich denn selber wählen hier? Dass ich dann sagen kann, zum Beispiel die Farben vom Holz, sind die immer weiß? Im Prinzip ist es unser Serienfahrzeug. Also wir versuchen das möglichst so, wie es jetzt dasteht, zu verkaufen. Aber wir kommen aus dem individuellen Fahrzeugbau, das heißt, wir können über jedes Detail nochmal sprechen. Sind die Sitze drehbar vorne? Haben die Drehschimmel? In diesem Fall nicht. Okay, auf Wunsch kann man das kriegen? Auf Wunsch bestimmt, ja. Okay. So, ich zeig's mal gerade. Wenn du mal gerade ganz durchgehst, dann filme ich mal gerade einmal von vorn nach hinten, dass wir das mal sehen. Das ist so das Raumgefühl ist schon üppig, oder? Für einen Kastenwagen. Absolut. Und vor allem die Küche, also wo hat man schon so eine große Küche? Auch in den großen Fahrzeugen muss man zum Teil danach suchen. Komm mal gerade mit mir mit, dann filme ich mal gerade die leere Küche rein, dass man mal das Volumen sieht von der Küche. Die Küchenplatte ist wie zu Hause, oder? Von der Größe. Genau, ja. Das ist ja also ein riesiger Arbeitsplatz. Wir kochen elektrisch in dem Fall, haben unten drunter einen Backofen zum Brotbacken, zum ganz normal. Und im Heck sehen wir am Boden schon die Riffel am Boden. Das ist unsere Duschzelle. Das ist die Dusche? Genau. Also wenn wir mal da hinlaufen. Ja, ich lass mal durch. Dann kann ich so in die Dusche gehen. Habe jetzt einen Duschraum, Waschbecken im Badezimmer, eine Trenntoilette natürlich drin. Und wenn man das nicht nutzt, man duscht ja nicht so oft am Tag, haben wir wieder eine große Küche, großen Wohnraum. So, wir müssen gerade mal tauschen. Ich muss das einmal reinfilmen, weil sowas habe ich noch nie gesehen im Leben. Das heißt, du gehst hier vorne rein. Ich mache das mal gerade. Dann hast du hier deine Spiegelchen, die du dann siehst. Ist irgendwas zu machen zum Entriegeln? Ach, da oben. Aufziehen. Einfach aufziehen. Und dann ist hier die Kompost-Trenntoilette. Die ist hier vorne drin. Hier hast du deine richtige Dusche. Das hier, das Heck darf auch nass werden? Oder? Genau, das darf alles nass werden. Okay. Ist alles gemacht, das Wasser läuft ordentlich ab. So, und hier hast du dann ein Waschbecken, was üblicherweise das Küchenwaschbecken ist. Und morgens hast du einen abgetrennten Duschraum. Das ist ein geniales System. Was hast du am Volumen Wasser? 150 Liter. 150 Liter? 150 Liter, ja. Okay. So, du kochst mit Strom? Nee. Doch. Jawohl, Induktionskocher, 2 Platten, mit einem ganz normalen Backofen. Und Lithium an Bord? Lithiumbatterien, 400 Ampere-Stunden. So, und 3 kW Wechselrichter. Tedford Kühlschrank. Kühlschrank. Ein Kompressor? Kompressor natürlich. Gasfreies Fahrzeug. Ja. Sehr schön. Hier sind noch Schränke, eigentlich an den Seiten. Wir haben hier im oberen Bereich überall Schränke. 3 Stück. Wir haben hier große Schränke. Also Sekunde, wenn der Stauraum haben wir relativ viel für so einen Kastenwagen. War ein bisschen schnell. So, da fehlt es ja oft, dass du keine Schränke hast in den Kastenwägen drin. Ja, genau. Ja. So, unten, was ist da für ein Schrank? Machen wir bitte auf. So, und das ist der Grund, warum es so offen ist, weil du hier eine Treppe hast. Und du kannst ganz bequem über die Treppe einsteigen. Dann. Genau. Jetzt ziehe ich gerade mal die Schuhe ab, dann können wir mal hochgehen. Ja, ich mache das auch mal. Ja, geh mal vor. Du bist 1 Meter Größe? 1,75 Meter. 1,75 Meter. Ich gehe jetzt mal hinterher. Ich habe beide Hände voll. Das ist ja unglaublich. Hier vorne ist nochmal die Anzeigefelder von Philippi. Dann Schalterchen mit dabei. Man muss quer einsteigen. Dann hast du hier ein Fenster, das habt ihr mal offen gelassen. Genau, in dem Fall haben wir jetzt die Vorder- und Rückwand komplett auf. Und wir können das natürlich einfach hochklappen. Mach mal bitte. So, einmal kurz das Raumgefühl sehen. Einmal hochklappen. Das ist ganz leise.
Genau. Es sind halt isolierte Wände. Wir haben kein Dachzelt, sondern es ist ein isoliertes Fahrzeug, auch hier oben drin. Okay. Wir haben Schrankfläche mit persönlichen Sachen. Wir haben hier die Wasserheizung auch oben drin. Die geht auch einmal rings ums Bett rum, dass es hier keine kalten Ecken gibt. Wir können im Sommer, wenn es heiß ist, einfach die Hälfte aufklappen am Dach. Und dann haben wir noch einen leichten Luftdurchzug hier drin. Und im Winter können wir ganz zumachen, arretieren. Und dann ist ja auch schön kuschelig warm drin. Okay, das heißt, du kannst auf beiden Seiten die Hälfte öffnen. Genau. Da kann man vielleicht noch einen Fliegenschutz anbringen, wenn man das möchte. Klar, ja. So, dann hast du hier das Bett. Können Kinder noch unten schlafen? Wird das gehen? Oder ist das ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug zunächst? Wir können das als langen Radstand anbieten. Dann ist die Kabine etwa 1 Meter länger. Und dann können wir schauen, ob wir unten Stockbetten machen oder hier oben im Heckbereich Kinderbetten. Gut, der lange Radstand hat den 7 Meter oder was hat der? Um den Dreh. Um den Dreh, okay. So, ich zeig's mal gerade. Wie sind die Reaktionen hier auf der Messe, auf das Fahrzeug? Genial. Ich meine, wir haben hier ein einmaliges Fahrzeug. Da kann man lange suchen, um das zu finden. Wir haben einen richtigen Raum hier oben, beheizt. Das ist kein Dachzelt. Wir müssen nichts umbauen. Per Knopfdruck öffnet sich das Schlafzimmer. Und das ist halt einmalig. Und das auf 6,5 Meter mit vollem Allrad und 4,5 Tonnen. Phänomenal. Es wackelt auch gar nicht so sehr hier oben. Nö, das geht. Also ich meine, Ja. wir sind im Fahrzeug. Es wackelt natürlich ein bisschen, aber hält sich in Grenzen. So, das habe ich soweit verstanden. Jetzt können wir es gleich mal runterfahren. Wenn wir jetzt Genau, runterfahren, dann was ist zu mal. beachten? Ja, ein bisschen Aufbauen. die Decke verteilen. Die Wände fahren natürlich relativ dicht übers Bett. Wir haben noch einen kleinen Luftraum, dass es hier nicht kondensiert irgendwie in der Bettdecke. Es dürfen Aber die das muss Bettdecken halt- dürfen draufbleiben. Die dürfen draufbleiben. Okay, Genau. ich gehe mal runter, damit du das mal machen kannst. Dann habe ich schon eins gemerkt, zumindest mal bei meiner Breite, muss man hier quer durchgehen. Und warte, ich hole mal gerade meine Red Bull-Dose, gebe ich dir mal gerade. Die kam gerade raus. 2-3 Mal üben, dann weiß man, wie das geht. Ich meine, wir sind in einem Kastenwagen. da Nein, ist aber es man ein geht bisschen einfach quer beengt. runter, dann geht es total easy. Genau, Ja. genau. Aber es ist mir gelungen, mit der Kamera und dem Mikrofon in der Hand hier runter zu steigen. Warte, ich zeig das mal gerade. Und du machst das Ganze mal fertig. Und du sagst mir Bescheid, wenn du runterkommst, dann können wir vielleicht das Dach mal runterlassen, dass wir das Ganze mal sehen. Benjamin? So, er bereitet das vor. Die Dose nehme ich auch gleich wieder mit. Mal gucken, ich filme mal gerade hier rein, dass wir dich mal sehen. Was du da so machst. Du machst alles schön flach jetzt, Genau. oder? Ich mache das hier flach. Hier liegen jetzt noch ein paar Taschen drunter. Und dann kann man das runterklappen. Okay. Sache von 1-2 Minuten, dann Ja, genau. läuft's. Jetzt haben wir natürlich noch. Wir haben unten natürlich ein bisschen leer geräumt. Jetzt haben wir ein bisschen Gepäck hier oben. Okay. Ich zeig mal gerade, hier ist auch das Tellersystem. Wie schläft man eigentlich hier drin? Längs. Okay, nee, gut oder schlecht? Gut. 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 Gut, du bist ja der Verkäufer, muss ja sagen, gut, aber ich kann mir vorstellen, eine dicke Matratze, das Tellersystem, da schläft man ordentlich drin. Genau. Jetzt muss ich mal runterkommen. Ja, ich komme. Ist das eine Fernbedienung, mit der man das runterfährt, oder wie läuft das? Oder sind das Schalter? Es ist so gut isoliert, dass er mich nicht hört, da oben. Das ist echt krass. So gut gedämmt. Warte, ich gebe dir kurz ein Zeichen, dann gehe ich mal raus und filme das mit, Ja. wie es runterfährt. Warte kurz. Einfach ziehen? Ja, genau. Einfach Okay. ziehen. Dann kann man hier raus. Nehme ich keine Schuhe an. Da ist das Dach, bitteschön. Das Dach hat mal ein bisschen runter. Ja, ein bisschen zusammengeklappt. Ja. Ist es okay? Ja. Ja. So, da oben ist es. So, jetzt wird es leicht angeklappt. Stopp, Benjamin. Die rechts die Seite geht nicht runter oder ist das okay? Das fährt erst halb runter und Echt? dann ganz runter. Ich hatte schon Angst. So, es fährt erst halb runter. Ah, okay. Boah, ist das krass. Ist ja richtig ausgeklügelt. Gekügelt. Das ist stark. Ich fahre das jetzt nicht ganz runter, weil ich habe oben noch ein bisschen einen Rucksack mit Sachen und alles, was jetzt im Weg liegt. Ja. Sonst müsste ich den jetzt kurz runterräumen. Aber da sehen wir mal den Mechanismus, wie das funktioniert. Fahr's gerade nochmal hoch. Ich fühle es fahr auch von der jetzt anderen wieder Seite. hoch, Ja.
Ach, sowas habe ich noch nie gesehen. Also erst die eine Seite, wieder rückwärts. Es sah nicht am Anfang so aus, als wäre das nicht so gewollt. Und dann fährt die andere Seite hoch. Das war's. So, die Frage aller Fragen ist jetzt beim Benjamin, wenn du damit auf den Campingplatz fährst, Benjamin, wie sind da die Reaktionen auf dem Campingplatz? Ja, die sind sicher gut, weil so ein Prinzip kennt man halt nirgends. Ja, ich habe es auch noch nie gesehen. Ja, Hut ab, habt ihr gut gebaut. Dankeschön. Die Dusche finde ich klasse gelöst. Die Küche ist eine Frechheit. Dass alle Kastenwagenfahrer, aber du kannst die Küche auch verwenden zum Ablegen von Sachen. Du kannst ein Notebook hinmachen. Du kannst hier unten die Couch, wenn dich mal gerade hinsetzt. Darunter ist übrigens der Wassertank. Genau, wir haben hier runter die 150 Liter Wasser. Wir können auch den Tisch noch mal rausziehen. Zeig mal bitte, wie das geht. So, meine Schuhe waren im Weg. Da sind so 2 Rändelschrauben, dann ziehst du den Tisch rein. Das ist ja genial. Den können wir einfach rausziehen. Und dann gibt es den Knopf. Genau. Ja, gut, dass ich danach gefragt habe, weil ich wäre jetzt ohne Tisch sogar durchgegangen, aber der Tisch ist auch da. Nee, alles das heißt, haben wir an Bord. Das Einzige, was mir noch fehlt... Man kann hier im Sitzen arbeiten. Unser Ja. Kunde, die sind unterwegs damit schon seit mehreren Monaten. Und ab Ja. und zu Laptop-Arbeit. Wir haben sogar einen Stehtisch hier. Sehr geil. Benjamin, komm mal raus, wir machen die Abmoderation. Alustar heißt das Unternehmen. Wie sind die Reaktionen? Die Leute sind da skeptisch mit dem Dach, ob das funktioniert oder so? Weil das ist ja doch was Neues. Also wir haben viele Jahre Erfahrung mit Klappdächern, mit Hubdächern in verschiedenster Art, von Vario, von Sprinter, von Land Rover. Wir haben schon sehr viele Dächer gebaut und haben hier jetzt mal ein ganz besonderes neues Prinzip gebaut. Okay. Also ja, Funktioniert. es funktioniert. 30. Juli 2022, Alustar. Und das Ganze, ihr seid, woher kommt ihr in Deutschland? Aus Murg am Hochrhein zwischen Basel und Schaffhausen. So, ihr seid aber noch auf deutscher Seite. Auf deutscher Seite. Okay, Genau. danke. Tschüss. Ciao. Ciao.